Resident Evil 2 für den Nintendo 64 ist ein technisches Meisterwerk. Wie ein Spiel, das im Original 2 CDs erfordert, auf dem N64 dann aber um 90% seiner Dateigröße beraubt auf eine mickrige Cartridge passt. Was es mit Red Dead Redemption gemein hat und welche deutsche Videospiellegende bei der Entwicklung geholfen hat, schauen wir uns jetzt im Detail an. Resident Evil 2. Ursprünglich erscheint Resident Evil 2 für die PlayStation mit 2 separaten Discs. Jede für einen der beiden spielbaren Charaktere Leon S. Kennedy und Claire Redfield. Nach dem Durchspielen freigeschaltete Szenarien verbinden beide Geschichten und zeigen gewisse Augenblicke aus der Perspektive des jeweils anderen Charakters. Resident Evil 2 ist ein Riesenhit, verkauft fast 400.000 Spiele am ersten Wochenende und erzielt einen Umsatz von 19 Millionen $. Dieser Erfolg ebnet auch den Weg für eine Reihe von Portierungen wie der Sega Dreamcast-Version, jene für den GameCube und die faszinierendste sowie komplizierteste von allen, Resident Evil 2 für den Nintendo 64. Fast 2 Jahre vergehen nach dem Erscheinen des Originals, bis die N64-Version erscheinen kann. Die Entwickler schaffen es irgendwie, das gesamte Spiel inklusive Leons und Claires Gameplay, den Zwischensequenzen der Musik und den Audiospuren so weit herunter zu komprimieren, dass alles auf eine 64 MB Cartridge passt. Inhalte, die in unkomprimierter Form deutlich über 1 GB umfassen würden. Natürlich identische Duplikate zwischen den Discs einberechnet. Die Zauberer hinter diesem Wunderwerk sind die neuen amerikanischen Entwickler von Angel Studios, die dafür ein Budget von $1 Million und nicht mehr als 12 Monate zur Verfügung haben. Und jede Menge in japanisch verfasste Notizen von Capcom. Die Videosequenzen der Resident Evil 2 Portierung haben eine Komprimierungsrate von 165:1, sehen aber ohne direkten Vergleich trotzdem gut aus. Die gemachten Opfer springen einen erst an, wenn man das Bild der PlayStation daneben stellt. Was besonders spannend ist, da dem Nintendo 64 im Gegensatz zur PS1 keine dedizierte Videodekodierungshardware für Full-Motion-Videos zur Verfügung steht. Alles muss über die Software umgesetzt werden. Das erfordert nicht nur einen völlig eigenen Code, sondern auch cleveres Nutzen des RSP, dem Reality Signal Processor des N64. Das ist ein Baustein des Grafikprozessors der Konsole, verantwortlich zum Beispiel für Matrix- und Beleuchtungsberechnungen sowie für die Audioverarbeitung, zu der wir später noch kommen. Obgleich es zuvor auch schon andere Spiele auf der Nintendo-Konsole gab, die Full-Motion-Videos nutzten, so ist ein Umfang von 15 Minuten an Videosequenzen doch ein völlig anderes Biest. Die PlayStation spielt sie in 160 x 320 Pixeln aus, mit 24-Bit Farbe. Ohne jegliche Form der Komprimierung würde das einen Platz von 4 GB erfordern. Also auch die PlayStation macht bereits Abstriche, aber nicht annähernd im selben Ausmaß wie der N64. Um das gesamte Spiel auf 64 MB zu quetschen, bleiben nicht mehr als 24 MB für die Videosequenzen übrig. Hier kommt ein Prozess namens Chroma Subsampling zum Einsatz, der die menschliche Wahrnehmung ausnutzt. Wir sind empfänglicher für Helligkeits- und Kontraständerungen als für die eigentlichen Farben, bei denen man bereit ist, Abstriche zu machen. Das Chroma Subsampling konvertiert RGB zu YCbCr, was die Farbinformationen auf einem Bruchteil ihrer Größe reduziert. Die Helligkeit hingegen weitgehend erhalten bleibt. Gerade auf Röhrenfernsehern und mit beweglichen Bildern ist das ein Qualitätsverlust, der kaum bis gar nicht auffällt. Der N64 hat das Problem, beim Addieren von Farben kein Color Clamping einzusetzen. Das heißt, es begrenzt Farben nicht korrekt, was sie ausgewaschen oder einfach falsch aussehen lässt. Wie wenn man das Bild eines Overhead-Projektors mit dem Lichtschein eines zweiten anstrahlen würde. Anstelle die Farben also zu addieren, multipliziert der zuständige Entwickler sie, was sie dunkler werden lässt, weshalb er die Helligkeit der Texturen zuvor verdoppelt. Wie wenn man eine vollflächig mit Farbe bedruckte Folie auf den Overhead-Projektor legt, aber die Helligkeit hochstellt, um alles besser erkennen zu können. Mit diesen reduzierten Farbinformationen wird zurück ins RGB-Spektrum konvertiert, das der N64 zur Weiterverarbeitung benötigt.
Eine Weiterverarbeitung, die dank der N64-Architektur mit seinem Vektorprozessor ohne zusätzliche Zwischenspeicher oder Caching-Schritte auskommt, sodass die Bilddaten direkt in den Framebuffer geladen werden können. Der sammelt alle berechneten Bilddaten, bevor er sie als fertiges Bild auf dem Fernseher ausgibt. Doch auch diese Reduzierung reicht nicht aus, um die gewünschte Dateigröße zu erreichen. Die Entwickler der Angel Studios müssen also weiter herumprobieren und reduzieren als nächstes die Bitrate. Jeder Clip wird dabei einzeln angepackt, sodass Sequenzen mit viel Bewegung eine höhere Bitrate bleibt, während man sie in ruhigeren Momenten reduzieren kann. Das schadet den gezeigten Videosequenzen qualitativ aber immens. Doch sie geben nicht auf und werfen einen noch genaueren Blick auf die damals einzigartige Hardware des Nintendo 64. Der mit Vektoren arbeitende RSP-Chip befähigt die Konsole, Codes parallel abzuarbeiten, was es möglich macht, dass die Auflösung der Filme reduziert wird, nur um sie anschließend mit Hilfe eines eigens erstellten Mikrocodes wieder hochzuskalieren, und das nahezu ohne jegliche Performance-Einbrüche. Als Microcode wird der Code bezeichnet, der auf dem RSP läuft. Einen eigenen zu erstellen ist höchst ungewöhnlich, da die meisten kommerziellen Spiele des N64 auf die von Nintendo angebotene Mikrocode-Bibliothek zurückgreifen. Andere Beispiele sind Rare's GoldenEye und die Spiele des Kölner Entwicklers Factor 5, den du gerne im Hinterkopf behalten darfst. Diese Umprogrammierung des Prozessors ist normalerweise Arbeit für Hardware-Entwickler, nicht für Spielestudios. Da die Deadline am Horizont klar zu erkennen ist, maximieren sie auch die Wiederverwendung des PlayStation-Quellcodes und emulieren Routinen sowie Hardware-Funktionen mit ähnlichen Ergebnissen auf dem N64. Doch trotz all dieser Trickserei hilft letztlich nur, den Rotstift anzusetzen. Um die Videodateien weiter zu komprimieren, beschließen die Entwickler, alle paar Frames zu überspringen und sie zu interpolieren, was die Framerate auf 15 Frames pro Sekunde halbiert. Beim Interpolieren erzeugt das N64 auf Basis mathematischer Annäherung selbst Zwischenbilder, die eine Verbindung zwischen der Bewegung zweier Frames erstellt und sie damit glättet. Beim Pausieren der Videosequenzen kann man diese neuen Frames erkennen zwischen dem nächsten, der dekomprimiert wird, und dem aktuellen, der sich im Framebuffer befindet. Auch entfernt man Frames komplett, in denen keine Bewegung stattfindet. Mit sogenanntem Frame-Holding wird alles im Bild an Ort und Stelle belassen, auch wenn dafür dennoch Dutzende Frames genutzt werden. Angel Studios entledigt sich dieser überflüssigen Bilder und hält stattdessen an einem einzigen fest, das dasselbe zeigt. Doch dieses Zerschneiden und Strecken kommt natürlich mit seinen eigenen Problemen daher, da Musik, Stimmen und Soundeffekte in der eigentlichen Echtzeit ablaufen. Entsprechend muss man das Audio manuell und sehr präzise an die neue Bildabfolge anpassen, sodass Stimmen und Geräusche nicht fehlen oder zur falschen Zeit abgespielt werden. Mit der halbierten Framerate halbiert sich auch die Videodatei und alle Tricks zusammengenommen erreichen endlich die gewünschten 24 Megabyte. Doch natürlich sind nicht nur die Filmsequenzen ein Problem. Auch bei den Texturen müssen die Entwickler Abstriche machen und sich dem Texturcache der Nintendo-Konsole anpassen, der nicht mehr als 4 Kilobyte zur Verfügung stellt. Zwar leiden Details und Texturschärfe darunter. Hallo, ich bin Claire Redfield. N64-Hardware-Eigenheiten wie Anti-Aliasing im Vergleich zur PlayStation sorgen aber dennoch für ein glatteres, ruhigeres Bild, das zwar verschwommener ist, dafür aber auch weniger flimmert. Auch die Auflösung des Gameplays wird angepasst und springt nach Bedarf herum, sodass nahezu jede neue Szene auch mit einer neuen Auflösung daherkommt. Sofern man das Expansion Pack der Konsole nutzt zumindest. Gerade wenn du in einer Szene mit vielen Zombies abgelenkt wirst, nutzt man diese typische menschliche Wahrnehmung gerne, um 3D-Elemente einiger ihrer Bildinformationen zu berauben und sie so verschwommener erscheinen zu lassen. Dem Spieler fällt es in der Action kaum auf und der Entwickler spart Speicherkapazität. Auf welche Elemente das zutrifft, ist aber nicht in Stein gemeißelt. Tötet man beispielsweise sämtliche Zombies in einer Szene, verlässt sie und kehrt zurück, wird die Auflösung hochgeschraubt.
Allein in den ersten paar Szenen des Spiels springt die Auflösung bereits eine Handvoll Male zwischen 240p und 480i hin und her. Im Gegensatz zur PlayStation ist im Nintendo 64 ein Z-Buffer verbaut, der die Tiefen von Pixeln im Bild berechnet, wodurch weiter hinten stehende Elemente automatisch von Elementen im Vordergrund verdeckt werden. Obwohl diese Technik aber gut funktioniert, ist die Fill-Rate, die anzeigt, wie viele Pixel pro Sekunde gezeichnet werden können, ziemlich langsam. Hinzu kommt, dass die PlayStation mit ihrer Leistung kein Problem hat, Pixel zu übermalen, die von etwas verdeckt werden. Nicht nur ist die Leistung des N64 dafür eher unzureichend, Resident Evil 2 muss ja bekanntlich weiterhin Platz sparen und jeder Pixel zählt. Also nimmt sich einer der Entwickler sämtliche Sprites vor und analysiert ihre Tiefenposition, um eine Art unsichtbare Tiefenmaske von ihnen zu erstellen. Bevor irgendetwas auf dem Bildschirm gezeichnet wird, lädt das Spiel diese Maske in den Z-Buffer der Konsole und wenn dann die 3D-Modelle folgen, werden verdeckte Pixel gar nicht erst gemalt, anstatt sie zu übermalen. Auch Sounddateien haben keine unerhebliche Größe, da auch die im Vergleich zum Vorgänger deutlich zugenommen haben und müssen vom Original signifikant komprimiert werden. Der N64 hat im Gegensatz zur PlayStation keinen dedizierten Audiochip verbaut, weshalb auch diese Aufgabe dem RSP zufällt. Der ist glücklicherweise sehr flexibel in seiner Programmierung, erfordert aber eben das Programmieren. So in diesem Fall auch einer passenden Sound Engine. Die am meisten unterschätzte und entsprechend auch zu gering budgetierte Aufgabe, für die das Know-how der Entwickler nicht ausreicht. Das Team von Angel Studios hat Glück und kann auf die Arbeit von Factor 5 ausweichen, die mit ihrem Musics Audiosystem bereits genau das gebaut hatten, das Resident Evil 2 braucht. Es simuliert dieselbe Arbeit, die der PlayStation Soundchip für die meisten seiner Spiele nutzt. Es verarbeitet Samples. Samples sind Klangbausteine, wie einzelne Instrumente oder Soundeffekte, die im Spiel in Echtzeit kombiniert werden, anstatt sie als fertigen Song abzuspielen. Auch damit wird Speicher gespart und die Musik kann dynamischer aufs Spielgeschehen reagieren. Darüber hinaus kann Musics als normaler Synthesizer genutzt werden, sodass der Musiker des Spiels keine Ahnung vom Code haben muss, sondern einfach einen Windows-PC zum Komponieren nutzen kann. Durch diese individuelle Bearbeitung sämtlicher Samples ist es möglich, ihre Qualität einzeln dezent aufzupolieren und so auf hörbare Abstriche im Vergleich zum Original zu verzichten. Das für Gameboys und den N64 optimierte Tool nutzt dabei sogar durchschnittlich weniger als 1% sowohl der CPU als auch der RSP-Leistung. Für die Zusammenstellung der Musik in diesem Nintendo 64-Port ist übrigens niemand Geringeres als Chris Hülsbeck verantwortlich, der deutsche Komponist hinter den legendären Soundtracks von The Great Giana Sisters sowie der Turrican-Reihe. Einer der Angel-Entwickler hat früher mit ihm im Keller gezockt, wodurch der Kontakt entsteht. Gemeinsam bewerkstelligen sie letztlich sogar Dolby Surround Sound mit Geräuschen in einem echten 3D-Raum, wodurch sie die PlayStation-Fassung zumindest in diesem Punkt übertrumpfen. Bei den Dialogdateien, die sich nicht so schön bearbeiten lassen wie die Musik, kann man nicht viel retten. Sie werden stark komprimiert und mit einer niedrigeren Abtastrate abgespielt. Das Resultat ist der gedämpfte Klang. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Eine Sprachdatei lassen die Entwickler sogar gänzlich fallen, in der Hoffnung, dass es niemandem auffällt. Beim Treffen mit Annette in der Kanalisation gibt es einen Satz, der auf der PlayStation je nach Szenario von Claire oder Ada gesagt wird. Auf dem N64 ist lediglich Claires Stimme zu hören. Are you telling me that he injected the G-Virus into his own body? Auf einer Konsole, dessen Spiele üblicherweise Stimmen in diesem Ausmaß anbieten. Ist das aber dennoch, gerade in Verbindung mit den genutzten Filmsequenzen, ungemein beeindruckend. Ebenso verzichtet man übrigens auf die Zwischensequenz, in der Leon oder Claire auf den Helikopter reagieren. Das liegt letztlich auch daran, dass die Entwickler die Anzahl der Assets unterschätzen, die komprimiert werden müssen. Ihr Fokus auf die Video- und Audiodateien mit all ihren Arbeitsdurchläufen lässt sie andere Elemente vernachlässigen. Zwar bleibt noch genug Zeit, um auch die Animationsdateien zusammenzustauchen, allerdings nicht im ausreichenden Maße. Am Ende ist immer noch ein kleiner Megabyte
weit zu viel vorhanden, sodass sie zumindest eine Handvoll der Videosequenzen erneut angehen müssen. Da sie bei denen das Limit aber bereits erreicht haben, fällt die Komprimierung nun doch auf. Neben all den Dingen, die Angel Studios auslassen und herunterschrauben müssen, dürfen sie aber auch neue Elemente einbauen. So gibt es eine alternative Steuerungsmöglichkeit mit dem Analogstick anstelle der gewohnten Panzersteuerung. Auch kann der Gewaltgrad sowie die Blutfarbe angepasst werden und es gibt einen Item Randomizer, der die zu findenden Gegenstände vermischt. Besonders interessant sind die EX-Dateien, eine Reihe von neuen Dokumenten, die den Spielern gleichermaßen Einblick in die Handlung des Vorgängers gewährt und einen Teaser für Resident Evil Zero darstellen, das ursprünglich ein Jahr nach Resident Evil 2 auf dem Nintendo 64 hätte erscheinen sollen. Und vergessen wir die Cheats und alternativen Outfits nicht, auf denen sich Angel Studios selbst verewigt hat. Wenn wir uns die vermeintlichen Ports um die Jahrtausendwende herum ansehen, blicken wir in der Regel auf vollkommen unterschiedliche Spiele, die versuchen, das Beste aus den Hardware-Unterschieden herauszuholen. Dass hier so viel Arbeit investiert wird, um ein Spiel möglichst nah beizubehalten, zeugt von einer ganz besonderen Hingabe und dem ausgesprochenen Wunsch, Resident Evil 2 unbedingt auf dem Nintendo 64 haben zu wollen. Resident Evil 2 auf dem N64 war erfolgreich und überhaupt erst möglich aufgrund von cleveren Komprimierungs- sowie Dekodiertechniken und dem gründlichen Ausnutzen der einzigartigen Hardware-Architektur. Die Entwickler sind auch nicht zu stolz, um nach Hilfe zu fragen, wodurch sie von der Erfahrung und der Technik von Factor 5 profitieren können. Eine entwicklungstechnische Meisterleistung, die auffällt. Nicht nur ebnet ihre Arbeit den Weg für neue Projekte mit asiatischen Spielefirmen, ihre gewonnene finanzielle Unabhängigkeit ermöglicht auch die leidenschaftliche Arbeit an Midnight Madness. Und das wiederum bringt den Stein ins Rollen, um Angel Studios im Jahr 2002 für 41 Millionen US-Dollar an Take-Two zu verkaufen, um es mit allen 125 Mitarbeitern in Rockstar San Diego umzufirmieren, wo sie die Red Dead-Serie erschaffen. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Jetzt kannst du erst einmal zu diesem Video rüberspringen, das noch tiefer in die technischen Unterschiede zwischen der PlayStation und dem Nintendo 64 eintaucht. Vielen Dank für eure Unterstützung an meine Kanalmitglieder Retrojäger, Michael, Robin, Mick ist mein Nick, Dr. Tatwaffel, muss mal was sagen, Jürgen, BTD, N-Dan, André, Odi Auspuff, Eddie Konfetti, Bolearis, 22X, Neurotactic, Dan die Gaming, Robert, Christoph, Wotan, P9608 und Homebrew Raider.